ohne Studio, ganz ohne Blitz. Nur ein Fenster, 2 Reflektoren, ein paar Spannbettlaken. Und das Beste, wir haben alles bei mir zu Hause gemacht. Heute in diesem Video zeige ich dir, wie du lichte, ruhige Porträts mit Atmosphäre schaffst. So wie du sie sonst nur aus Editorial kennst. Kein großes Setup, kein Aufwand. Nur Licht, Gefühl und Mut zur Reduktion. Inspiration, wenn einem die Muse küsst. Ich habe vor einigen Tagen dieses Bild von Jürgen Neitsch, ich verlinke ihn euch auch in der Infobox, bei Instagram entdeckt und war sofort begeistert. Dieser heiki Look, diese ruhige Atmosphäre, dieses sanfte Gegenlicht hat mich einfach gefangen genommen. Und da ich Lara schon wusste, dass ich ein Shooting mit ihr in Planung habe, habe ich mir doch überlegt, das können wir doch auf unsere eigene Art neu interpretieren. Hier in dem Foto von Jürgen denke ich mal, dass er Flügeltüren benutzt hat, die als V-Flat fungiert haben. Ich habe leider keine Flügeltüren bei mir zu Hause, deswegen habe ich gedacht, kreiere ich doch meinen eigenen Look mit ganz einfachen Mitteln, sodass ihr das auch zu Hause ganz einfach nachstellen könnt. Und so habe ich mich entschieden, statt der Flügeltüren jeweils einen Reflektor und so einen Pop-up-Hintergrund zu verwenden. Ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr habt. Das Wichtige ist, dass es weiß ist. Es sah zugegebenermaßen nicht sehr ästhetisch aus. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich das ein bisschen verbessern? Also habe ich ganz afro Spannbettlaken genommen und drüber drapiert. Und voilà, schon haben wir ein schöneres Ergebnis. Und nun besprechen wir den Lichtaufbau. Ich habe Lara vor meine Balkontür gestellt, und zwar im klassischen Gegenlicht. Das Licht, das kam von innen durch die geschlossene Balkontür. Ich habe ganz bewusst überbelichtet, und zwar so stark, dass nichts zu sehen ist. Keine Streben, kein Balkon und auch nicht das Katzenschutznetz, was sich auf dem Balkon befindet. Ich wollte, dass das Licht Teil des Hintergrunds und des Looks wird. Eine ganz homogene weiße Fläche. Das Licht, was kommt, das wickelt sich um Lara, um ihre Kontur und gibt ein wunderschönes Streiflicht. Hier seht ihr ein Foto, was nur mit diesem Licht entstanden ist. Wie ihr seht, ist Lara jetzt unterbelichtet. Das heißt, wir müssen Licht wieder zurück auf Lara bekommen. Und wie machen wir das? Indem wir Reflektoren verwenden, die das Licht zurückwerfen. Dafür habe ich, wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite einen Faltreflektor benutzt und auf der anderen Seite den aufspannbaren Hintergrund mit der weißen Seite. Zusätzlich habe ich Spannbettlaken verwendet, um es ein bisschen schöner zu machen und in einer V-Position aufgestellt. Ich habe durch das V durchfotografiert. Zwischendurch habe ich auch diese weißen Spannbettlaken mit als Komposition genutzt. Und so wurde das Licht zurückreflektiert. Jetzt seht ihr mal ein Bild mit und einmal ohne. Was für ein Unterschied, oder? You came to fight, but you'll be running for your life. We don't take prisoners, we don't take names. God as my witness will take you to the grave. This is our kingdom. This is our kingdom. This is our kingdom. Bevor ich überhaupt mit dem Shooting beginne, trinke ich immer erstmal einen Kaffee mit dem Modell. Auch wenn ich Lara schon kenne, ist es mir wichtig, dass man erstmal Nähe schafft. Gerade wenn man intimere Aufnahmen machen möchte, ist es wichtig, sich in Ruhe zu begegnen. Es muss erstmal eine, ich sag mal, warme Ausstrahlung entstehen. Und wo wir schon bei Wärme sind, denkt dran, euer Wohnzimmer oder euer Studio vorzuwärmen. Gerade wenn ihr, wie wir später, intimere Aufnahmen machen möchtet, ist das Modell leicht oder gar nicht bekleidet. Und Frauen frieren grundsätzlich mehr als Männer. Also macht es eurem Modell möglichst angenehm und dreht die Heizung auf. Wichtig ist, fragt auch nach, ob es von der Temperatur für das Modell ausreichend ist. Und dann haben wir begonnen mit angezogenen Bildern. Ich finde es persönlich angenehmer fürs Modell und respektvoller, wenn man sich erstmal angezogen begegnet und erstmal warm wird. Auch wenn man Nacktaufnahmen geplant hat, glaube ich persönlich, dass es tatsächlich für Menschen sind und wir eine Aufwärmphase brauchen. Und deswegen beginne ich immer erstmal angezogen, auch wenn später Topless-Aufnahmen wie bei uns
geplant war. Was ihr bitte auch bedenkt, ist, dass das auch deswegen Sinn macht, weil wenn ihr nackt beginnt und die Frau friert schon, es schwieriger wird, bis ihr wieder warm wird. Und das sieht man den Bildern an, wenn jemand friert. Deswegen ist es auch für euch sinniger, wenn ihr erstmal mit den angezogenen Bildern anfangt, weil wenn sie dann einmal nackt ist, können sie sich danach dick einmuckeln, damit ihr schneller warm wird. Always playing hide and seek. The devil never sleeps. I hear him calling. And the shadows go so deep. You can almost hear him breathe. The sound is. Und nun kommen wir schon zum ersten Bonustipp. Ein Bonustipp, den ich eigentlich fast immer sage, weil er mir so wichtig ist. Denkt daran, wenn ihr ein Shooting macht, dass ihr auch Detailaufnahmen macht. Wie hier zum Beispiel von dem wunderbaren Schmuck von der Lara oder zum Beispiel auch ein wunderschöner angewinkelter Ellenbogen. Dass ihr wirklich schaut, was fällt euch gerade auf und dass ihr das zwischendurch dann immer wieder aufnimmt. Weil Detailaufnahmen ergänzen jedes Porträtshooting einfach perfekt. Und nun, bevor wir zum nächsten Setup wechseln, zeige ich euch die Detailaufnahmen, die mit Lara bei diesem Shooting entstanden sind. Hear me, Anthony. I can't seem to find what I'm seeking. Misplaced all my love and way of thinking. Carried in the current of last year. Help me, Anthony. My mistakes are... Wenn euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mich unterstützt. Und das macht ihr am besten, indem ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch diesen Kanal abonniert. Viele Leute vergessen das und es ist ganz, ganz wichtig, damit wir mehr Reichweite bekommen und so auch mehr Content für euch machen könnt. Also, wäre super. Und nun kommen wir zum nächsten Setup. Hear me, Anthony. Und dann sind wir in dem freieren Teil des Shootings gestartet. Lara war topless. Für mich ist bei solchen Situationen ganz klar, es wird nichts Explizites gezeigt. Keine Provokation, kein Voyeurismus. Gerade hier ist weniger mehr. Es geht ums Andeuten, nicht ums Ausstellen. Put my head down, shuffle my feet. You'll never get the best of me. Your sticks and your stones are what I used to build a home. And I may have sleepless nights, but I enjoy the moonlight. I collided with the earth and met my maker in the eyes. I should have turned away, but I stayed. Wir haben mit goldenen Statement-Schmuck gearbeitet, der den Look noch femininer macht und den Blick auch lenkt. Wichtig ist zusätzlich bei solchen Aufnahmen, dass man sehr aufs Posing achtet. Deswegen habe ich Lara schon vorab gesagt, dass sie bitte mal das Gewicht unterschiedlich belasten soll, damit sie mit den Hüften Kurven bildet und dass sie mit den Armen darauf achten soll, dass sie Dreiecke bildet. Die Kombination aus Dreiecken und aus Kurven ist wirklich sehr, sehr gut, um Dynamik ins Bild zu bringen. Und nun kommen wir schon zum nächsten Bonustipp. Wenn ihr Modelle habt, die nicht ganz so zart sind wie die Lara, ist es wichtig, dass wenn ihr die Dreiecke bildet, dass ihr auch darauf achtet, dass die nicht hier dran sind am Körper, weil dann wirkt die Person noch, ich sage jetzt mal wuchtiger, ohne es böse zu meinen, sondern dass die so weit absteht, dass ihr da immer negativen Raum habt. Weil dadurch sieht man die Kontur und das Modell wird nicht künstlich breiter gemacht, als sie ist. Also achtet drauf, wenn ihr was habt, dass das nicht so dran ist. Worauf ihr auch achten müsst, wenn jemand topless ist, die Arme nicht ankleben, weil dann seht ihr, was hier passiert. Ne? Es wirkt einfach breiter, dass ihr auf solche Sachen achtet. Grundsätzlich natürlich insgesamt weiche Bewegungen, Ruhe. Gerade wenn das Modell auch oben ohne ist, bringt Ruhe ins Shooting, damit die Atmosphäre einfach angenehm ist, weil das sieht man direkt an den Bildern. Whispers in the dark, piercing through my heart. I feel it in my bones, feel it in my bones. I hold on to the
nächsten Bonustipp, der wahrscheinlich dem aufmerksamen Beobachter schon aufgefallen ist. Ich habe zwischendurch im Shooting oder zum Schluss hin das Objektiv auf das 50 mm gewechselt. Und zwar aus gestalterischen Gedanken. Nicht, weil ich mehr Raum gebraucht hätte, sondern weil ich mehr von den Reflektoren mit reinnehmen wollte, um diesen Look, den ich wollte, zu erschaffen und zu kreieren. Und dass ihr das im Hinterkopf behaltet, dass eure Objektive Gestaltungshilfen sind, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt die benutzen, um mehr Nähe zu schaffen oder wie hier einfach gestalterisch aktiver zu sein. Auch in diesem Shooting könnt ihr wieder sehen, dass man mit ganz einfachen Mitteln ganz tolle Porträts schaffen kann. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein bisschen Gespür fürs Licht, kreativ denken und natürlich das Wichtigste, eine gute Verbindung zu dem Modell. Und nun sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Ciao!